Wieso Schlagzeug stimmen? Das macht doch nur Bumm, zack! Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann. Ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch als Musiker Profi im Studio zu werden. Schlagzeug, auch Drums genannt, ist in der heutigen Musik fast nicht mehr wegzudenken. Dabei muss der Klang passend zum Song sein. In diesem Video geht es darum, was ihr für die Aufnahmen echter Schlaginstrumente beachten müsst. Wenn ihr erfahren möchtet, was wichtig ist, um im Studio Beats zu programmieren, klickt bitte unten auf den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt die Tipps zum Drum Recording. Los geht's! Während Beats von Anfang an fett klingen, muss ein echtes Schlagzeug erst eingestellt werden. Hierzu 3 Dinge. Lasst die Drums im Studio akklimatisieren. Ein Schlagzeug kann sich verstimmen, wenn es zum Beispiel vom Kalten ins Warme kommt. Wenn es geht, stellt das Drumset schon am Abend vor der Aufnahme im Studio auf. Zweitens, stimmt die Drums. Eine Produktion klingt dann wie aus einem Guss, wenn Bassdrum, Snare und Toms zu den wichtigsten Basstönen des Songs gestimmt sind. Nehmt hierzu ein Keyboard oder einen gestimmten E-Bass her, spielt die Basstöne euch vor und vergleicht sie mit dem Klang der jeweiligen Trommel. Stimmt die Trommel nach dem gehörten Ton des Keyboards oder Bass. So könnte zum Beispiel in einem Song mit den Akkorden C-Dur, F-Dur, G-Dur die Kick auf C, die Tom 1 auf G und so weiter gestimmt sein. Stimmt das Schlagzeug bei jedem Song mit anderen Akkorden neu. Drittens, dämpft die Drums. Nachschwingende Trommeln können in der Aufnahme stören und das Mixen schwieriger machen. Hier ein Überblick für alle, die noch nie gedämpft haben. Legt 3 Finger an eine Stelle des Schlagfells der zu dämpfenden Trommel, schlagt auf die Trommel, ohne euch auf die Finger zu hauen und hört, wie lange sie noch nachschwingt. Wenn ihr zufrieden mit dem Klang seid, klebt ein Stückchen Papiertaschentuch mit Klebeband auf die Stelle, wo die Finger waren. Wenn nicht, probiert es einfach nochmal mit den Fingern an einer anderen Stelle. Ihr könnt auch statt Papiertaschentücher spezielle Dämpfungsringe verwenden. Alles zum Thema Akklimatisieren und Stimmen gilt auch für Perkussionsinstrumente. Congas und Bongos werden eher nicht gedämpft, da hier der Ton auch die Dämpfung vom Musiker beim Spielen gesteuert wird. Oft nimmt man Percussions nacheinander auf, selbst wenn sie live von ein und derselben Person gleichzeitig gespielt werden. Soweit meine Tipps. Wenn ihr sehen wollt, welche anderen Instrumente auch gestimmt werden müssen, klickt bitte hier. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, lasst gerne Kommentare da und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Profi-Rockschlagzeuger haben durchschnittlich mehr Ausdauer als Profi-Fußballer.